sehr schön kaltes Wetter hier an der Tunguska. Und was bedeutet das? Na klar, Driagin-Saibling, Alten. Und zack, da geht's auch schon rein auf der Grundroute. Man muss es ja mal probieren und man muss es auch mal anders probieren als üblich auf die ollen Saiblinge. Naja, die normalen nehme ich natürlich auch gerne mit, aber ich will natürlich die besonderen, die orangenen, Driagin-Saibling wäre natürlich schon nicht so schlecht, wenn der irgendwann mal reingeht. Alter Falter. Und jetzt teste ich das Ganze auch mal mit Köderfischen, Bachschmerlen, komplett auf Bachschmerle, Schmerleperle. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob da nicht ein bisschen was drauf geht, oder? Also, schön Saiblinge, jede Menge Bachschmerlen gekauft, damit man das auch, ja, damit man da nicht so ewig rumsteht. Und damit das auch irgendwie in einem realistischen Zeitfenster passiert. Na klar, könnte man sich die auch alle erangeln. Bachschmerlen fängt man ja auch tatsächlich an der Tunguska immer mal wieder ganz gut, auch hier oben in den Bereichen zum Beispiel. Ja, und dann kann man hier hin und gucken, ob das läuft. Oder das Ganze lässt man natürlich schön nebenbei laufen und macht dann hauptsächlich hier schön Jig-Montage. Hoppala, da geht schon direkt rein, jawohl. Gerade ist mir auch schon ein Dicker ausgeschlitzt. Ärgerlich ein bisschen. Gerade wenn man eben so teure Köder hat. Zack, zack, einfach nochmal mehr anschlagen. Und dann hoffen. Na, guck. Auch ein bisschen Kraft zumindest. Aber hier sind halt auch die normalen Saiblinge. Und wenn es jetzt hier nur normale Saiblinge gibt, gerade jetzt in den Abendstunden hoffe ich ja darauf, dass so langsam dann eben auch die Orangenen reingehen. Das wäre natürlich der Hammer. Wenn die dann, ja, immer noch. Aber das ist doch schon gutes Gewicht, oder? Das als Driagin-Saibling, das wäre schon nice. Über 8 Kilo ist, glaube ich, mein persönlicher Rekord. Und ja, den würde ich doch gerne mal so langsam knacken. Also raus damit. Zack, auf Grund. Einmal, zweimal, jawohl. Und dann die dritte Route hier schön auf Jig. Und zwar relativ, naja, nicht so ganz riesig groß. Ne? Ich bin hier mit 13 Kilo Fluorocarbon komplett unterwegs. 14 Gramm Vaiko, die kleineren Vaikos diesmal. Hat zwei Vorteile für mich gerade. Ein Vorteil, ich kann einfach Schild auswerfen maximal und habe trotzdem noch eine gute Entfernung. Also ich komme eigentlich so weit raus, wie ich gerade rauskommen will. Komme dann natürlich hier wieder schön in die Jig-Führung. Hier relativ langsam gerade rein. Tempo 30 jetzt gerade nur. Ich war allerdings auch schon mit Tempo um die 10 herum. Hat auch schon ganz gut geklappt. Und zack, da geht's weiter. Oder? Doch, da ist was dran. Irgendwas Kleines. Vielleicht wieder ein kleiner Barsch oder so. Eieieiei. So, ran damit. Ja, ich bin gespannt. Ich habe das noch nicht gemacht hier mit Bachschmerlen. Und man muss ja mal was anders machen, ne? Also daher testen. Und weil man ja was anders machen muss, man kann ja nicht immer das Gleiche machen und hoffen, auf andere Ergebnisse zu kommen. Ich werfe nochmal maximal aus. Also muss man da mal was ändern. So, richtig schön weit raus jetzt. Hier ist auch was Kleines dran, okay. Das ist natürlich dann nicht so cool, ne? Man will natürlich dann wenigstens auch vernünftige Ergebnisse haben. Also, schön. Auch wieder. Okay, auch hier jetzt deutlich weiter raus. Zack. Die ersten waren jetzt alle so, ich sag mal, um die 25 Meter raus. Jetzt sind wir hier auf jeden Fall in Richtung 35 Meter eher. Deutlich weiter. Ich denke mal, der erste Bereich war ungefähr hier so in der Area. Jetzt müsste ich so ungefähr in der Area hier sein. Ein ganzes Stückchen weiter raus. Und jetzt in den Abendstunden ist es natürlich auch nochmal wichtig, dass wir hier auf den Jig gehen. Und zack, da geht schon wieder einer rein hier. Man kommt schon gar nicht mehr richtig ins Jiggen. Das ist natürlich frequenzmäßig ist es nicht schlecht. Also, es ist natürlich ein Tauschen gerade der Köder in Silber sozusagen, Goldköder in Silber. Nichtsdestotrotz einfach als Test, ob der Fisch da überhaupt gut drauf geht oder nicht.
irgendwie muss man es ja ausprobieren. Vom Setup her auch gar nicht so klein. Also ganz klassische Köderfischmontage jetzt hier gerade. Und ja, relativ dick sogar, ne? Mit 32 Kilo hier als Hauptschnur. Eine blaue Hauptschnur habe ich mal genommen. Sollte jetzt eigentlich keinen Einfluss haben, denn wir sind ja hier auch mit Fluorocarbon unterwegs. 27,7. Auch das gar nicht mal so fein. Einfach auch, so und wieder maximal raus, weil das ein kampfstarker Fisch ist. Und hier können natürlich auch die Hechte reingehen, ne? Ob die jetzt auf die Bachschmerle gehen, vielleicht ist das sogar ein bisschen zu klein für die Hechte, die Bachschmerle. Ich habe auch schon überlegt, mit dem Tunguska Rotauge mich hier hinzustellen. Ob das nicht nochmal... Da ist er, der Erste. Da ist er, der erste Kleine. Na guck, geh mal hin. Schnell wieder raus, um die Uhrzeit. Maximal raus, jawohl. Und wir kommen auf jeden Fall da hinten in... Man sieht ungefähr, wo die Schnur landet. In diese Reflexion von den Bäumen. Also da kommt man ganz gut rein. Ist übrigens auch der Bereich, wo ich mehrfach auch schon mal mit der Pose stand, mit der Matchroute. Also tatsächlich, wenn man hier so steht, bis in die Reflexion. Wir nehmen mal jetzt eben die Rutenspitze. Ich glaube, so kann man das ganz gut zeigen. Also da, wo die Rutenspitze jetzt ist, in diesem Bereich. Also gar nicht mal so an die Kante direkt, sondern schon ein bisschen höher. In diesem Bereich, ich glaube, das ist auch so eine Entfernung, ja, wenn man so bis dahin wirft, passt das schon, glaube ich, ganz gut. Und dann kann man eben von da aus zum einen natürlich dann gut durchjiggen, man kann sich da mit der Pose dann hinstellen und jetzt gerade eben auch das erste Mal mit den Grund Medium Light, nee, es ist ganz normal. Also man könnte natürlich auch Medium Light machen hier. Könnte man? Ja, könnte man. Ausreichend Schnur drauf machen, ja, ist natürlich ein bisschen Risiko. Wenn man hier mit Grundlight reingeht, mit einer 3000er Rolle, ja, hat man auf jeden Fall schon mal Action. Schön mit 13 Kilo, ich würde vielleicht ein bisschen dünner reingehen, ne? Vielleicht eher so in Richtung 12 Kilo oder sowas. 10, 12 Kilo als Braid, damit man ausreichend Schnur drauf hat. Und dann passendes Vorfach und dann lange in den Drill reingehen. Ich glaube, das könnte was geben. So, jetzt nochmal schön absinken lassen. Klassischer Köder, ja, ne? Also der Weiko hier funktioniert immer. Andere orangefarbene funktionieren natürlich auch immer wieder. Kann man natürlich auch mal wieder gerne testen. So, aber warum auch immer, dieser komische kunterbunte Funst auch. Ja, warum gerade jetzt? Ganz wichtiger Punkt. Das Saiblingsangeln oder auf diesen Saibling klappt es in der Regel ganz gut, wenn das Wetter passend ist. Und das hier ist das absolut passende Wetter für diesen Fisch. Normalerweise. Wenn ich jetzt noch den Spot rauskriege, wenn ich jetzt noch rauskriege, welche Köder er vielleicht zurzeit bevorzugt, sollte das doch ganz gut gehen. Also im Idealfall unter 10 Grad. Und dann ist das hier für die nächsten Stunden zumindest eine ganz gute Situation für den Fisch. Ich hoffe, der ballert irgendwann noch. Wäre nicht so verkehrt. Einfach schön jetzt hier weiter durchziehen. Ich habe jetzt hier gerade Tempo 30, genau. Komme jetzt auch gerade wieder in die Jig-Montage rein, da haben wir es. Und jetzt einfach wieder ein bisschen konzentrieren, dass man da schön ein nach dem anderen durchziehen kann. Und dann eben auch wichtig, Morgenstunden, Abendstunden. Ein extrem anfälliger Fisch für die Morgenstunden und Abendstunden. Also deutlich bessere Ergebnisse. Gerade eben, naja, morgens, wie gesagt, so ab 4 Uhr ungefähr. Rams. Und da ballert noch einer rein, zieht auch nochmal richtig schön ab. Auch darauf ein bisschen aufpassen, dass die Bremse nicht zu hoch ist, denn der steigt halt gerade anfangs richtig gut rein. Das wurde ja vor einigen Monaten, wurde das ja bei den Saiblingen allesamt geändert, dass sie da deutlich mehr Action haben. Bam, im Einstieg. Na, guck. Das könnte doch, wenn das einer ist, hat er auf jeden Fall ein bisschen Gewicht. Das wäre schon mal nicht so schlecht. Wobei, ich sag mal, in Richtung Trophy wäre mir das, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig Action hier. Da könnte noch ein bisschen mehr reingehen. Gucken wir mal. Aber so, naja, ich sag mal so, ein Saibling mit 5, 6 Kilo plus ist es auf jeden Fall schon mal. So. Ziehen wir mal hier so ein bisschen rüber.
Ach, das ist natürlich nice, Ja, solche Brocken, gerne mehr. Und nächster Nein, schon wieder ausgeschlitzt. Alter, ich werde ja wild, ey. Und das ist das zweite Mal jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ich die Haken ändere. Ich glaube, ich ändere die Haken, Ob das an den Haken liegt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich werde es auf jeden Fall ändern. Zweite Mal bei so einem Fisch, dass mir das passiert, das ist maximal uncool. Von daher Haken ändern, Bachschmerle wieder drauf, auswerfen, zack und drauf hoffen, dass der nächste hängen bleibt. Zack und wieder raus damit. Ja, es ist mittlerweile 4 Uhr, fast 5 Uhr morgens. Die Nacht über, war jetzt eher ein bisschen mau. Einer erst dabei und ansonsten sehr viele normale Saiblinge. Also bis jetzt semi-erfolgreich, würde ich sagen. Aber jetzt hoffe ich natürlich, dass hier in den Morgenstunden noch mal ein bisschen was geht. Ich habe auch noch mal den Köder gewechselt. Und zwar auf einen von diesen selbstgemachten westsibirischer F-Köder. Und das in Orangefarben. Und dann mal gucken, vielleicht ballert da drauf ja noch was. Vorteil von diesen selbstgemachten, sie funktionieren immer mal wieder ganz gut, weil sie einfach so ein ganz breites Spektrum an Fischen irgendwie abdecken. Und ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen meine Hoffnung, dass da vielleicht noch mal ein bisschen was drauf ballert. Ansonsten könnte natürlich auch der typische Zander Kunstköder immer wieder ganz gut funktionieren. Auch durchaus eine Möglichkeit. Mal gucken, vielleicht ballert noch was rein. Gerade jetzt um die Uhrzeit wäre natürlich nicht verkehrt. Aufgrund nach wie vor gleiche Stellen, auch aufgrund, da war jetzt zwischendurch mal eine Quappe dabei. Aber ansonsten so richtig auch in der Nacht, da ist einfach Flaute. Ne? Aber jetzt in den Morgenstunden muss es halt gleich nochmal wieder richtig losgehen. Bam, Alter. Mann, 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 Mann. Ja, oha. Oha, oha. Also wirklich am Limit. Alter Falter. Ja, also es ist durchwachsen. Es ist durchwachsen. Und gerade ist auch hier zuletzt maximal ausgeworfen auf Köderfisch. Einfach gerade zu wenig. Ob sich das so richtig lohnt mit den guten Köderfischen. Vor allem, es gehen halt natürlich immer mal wieder auch kleine Saiblinge einfach nur drauf. Ne? Unter 1 Kilo sogar. Und das mit den großen 4-0er Haken. Schwierig das Ganze. Ob man da nicht vielleicht sogar besser einfach wieder hier normal auf Jig geht. Also ich sag mal, kohlemäßig ist man da mit Sicherheit günstiger unterwegs. Ich teste jetzt hier gerade verschiedene Bereiche. Ich habe auch noch mal ein bisschen weiter hier vorne ausgelegt, nicht ganz so weit raus. Und ja, mal gucken, ob da noch was reingeht. Von der Uhrzeit her jetzt mittlerweile sieht es so aus. Wahrscheinlich ist es kohlemäßig auch gar nicht so verkehrt hier mit den ganzen Saiblingen da drin. Die bringen ja ganz gut auch Cash. Aber man sieht nur ein kleiner Orangener dabei und das bei eigentlich idealen Wetterbedingungen. Heißt also, nächste Nacht werde ich nochmal testen. Allerdings dann hier oben in dem Bereich und dann hier nochmal so in Richtung 11 werfen. Denn an für sich, also wenn man das mit dem Jig macht, gibt es hier einfach immer so Anwurfstellen, wo das hier ganz gut funktioniert. Oder eben genau hier in diesem Kantenbereich. Also in dem Bereich dann vielleicht auch einfach nochmal gucken, dass man da die Köderfische dann auslegt und dann probieren, ob das da an der Stelle läuft. Ich ziehe trotz allem noch ein bisschen weiter durch. Man muss ja auch mal ein bisschen was anderes machen, wie vorhin schon gesagt. Also viel rumprobieren. Aber das waren jetzt hier gute 40 Minuten mit semi-gutem Ergebnis. Zumindest nicht der Zielfisch. Aber naja, das Ergebnis sagt, Saiblinge geht rein auf Köderfisch. Wer hätte das gedacht? Aber Driagin Saibling, naja, den muss man halt trotz allem weiter suchen. Ist und bleibt halt ein seltener Fisch. Mittlerweile bin ich auch beim Kunstköder auf den großen 25er in weiß, schwarz, rot reingegangen. Und mal gucken, wie das dann läuft. Und auch das Teil lege ich jetzt mal ein bisschen flacher wieder aus, nicht so ganz maximal ausgeworfen. Und dann gucken wir mal. Zack, der nächste. Ja, das ist es eben, ne? Da gehen hier schön die normalen Saiblinge rein. So, jetzt auch nochmal so ganz flach hier. Perfekt. Einmal, zweimal sind jetzt beide Routen ungefähr. Wir nehmen mal wieder die Routenspitze zum Zeigen. Also beide Routen liegen jetzt ungefähr in diesem Bereich. Einmal, zweimal so knapp unter dieser Kante.
unter der Spiegelung. Und jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht geht es hier vorne in diesem flachen Bereich bei diesen ganz kühlen Temperaturen vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen besser. Ich teste noch ein bisschen, teste du doch auch mal, vielleicht hast du da ganz andere oder vielleicht auch noch direkt viel bessere Ergebnisse. Wäre nicht so schlecht, gerne auch teilen im Discord oder unten in den Kommentaren einschreiben, was du vielleicht noch anders gemacht hast. Petri Lümmels, toi toi toi, dass da ein bisschen mehr reingeht bei euch und nicht sowas hier passiert. Bis zum nächsten Mal.